Andreas, inwiefern ist nur nach einer Nacht drüber geschlafen? Wahrscheinlich haben Sie gar nicht so richtig viel geschlafen. Haben Sie das Spiel gestern ausgewertet im Trainerteam? Ja, richtig. Also viel geschlafen haben wir nicht. Das ist aber völlig normal. Es war ein spätes Spiel auch. Es gehen einem viele Gedanken durch den Kopf, aber wir haben es wie die letzten beiden Spiele auch schon trotzdem sauber aufgearbeitet und im Detail analysiert. Ich denke, das macht einen frei dann auch wieder, ganz einfach, wenn man das Spiel dann nochmal wirklich anschaut und wirklich nochmal die Szenen im Detail. Man ist natürlich sehr aufgewühlt, immer direkt nach dem Spiel, von Emotionen vielleicht auch geleitet und wenn man sich das Spiel nochmal vor Augen anschaut und ins Detail geht, dann weiß man auch, wo man dann ansetzen kann. Was ist Ihnen dann aufgefallen? Grundlegend, sage ich mal, die ersten 3 Spiele, weil es ist jetzt immer, man schaut sich dann das erste Spiel an, man schaut dann die ersten 3 Spiele, lässt so alles durch den Kopf gehen, was war jetzt gut in den ersten 3 Spielen. Jedes Spiel hat so seine Geschichte gehabt, aber grundsätzlich kriegen wir zu einfache Gegentore. Wir kontrollieren trotzdem die Spiele, das Pressing funktioniert sehr gut in allen 3 Spielen. Das Kölner Spiel, die zweite Hälfte zu 10 kann man da nicht mit einbeziehen, sondern als wir zu 11 waren, hat das Pressing in allen Spielen gut funktioniert. Wie gesagt, hinten sind die Tore dann zu einfach. Und das Momentum fehlt uns und das müssen wir wieder auf unsere Seite bringen. Also man muss auch sagen, jedes Spiel hat seine eigene Geschichte und es kann auch, wie gesagt, in jedem Spiel in unsere Richtung laufen. Wenn wir in den entscheidenden Situationen dann auch vielleicht das Tor machen oder auch das Tor nicht kriegen. Wir bei Medien sind immer relativ schnell mit Überschriften, Schlagworten und so weiter. Fehlstart steht jetzt einfach da. Wie würden Sie das mehr oder weniger ausschmücken in Worten? Ja, das ist schon so, dass wir natürlich nicht zufrieden sind und natürlich uns auch mehr Punkte erwartet hätten. Aber wir tun es trotzdem sachlich analysieren. Also wir können ja nur das beeinflussen, was wir können und das ist auf dem Trainingsplatz und wie gesagt, alles ist auch nicht schlecht. Aber wir hätten natürlich auch gerne mehr Punkte, das ist ganz klar. Ist das jetzt eine Situation für Sie auch und für einen Trainer, im Trainerteam im Allgemeinen, eine Situation, die Sie so schon mal hatten, vergleichbar ist oder ist die quasi neu für Sie auch? Für mich prinzipiell gar nicht neu, also weil ich schon lange in der Branche bin und deshalb ist es ein Ergebnissport, von daher nicht neu. Nee. Wir können gut mit der Situation umgehen. Wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können und ich finde, das macht irgendwie auch Spaß, muss ich wirklich sagen, sich da wieder rauszukämpfen. Also Spaß ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einfach ist immer, einfach kann jeder, sage ich mal, und daran kann man auch wachsen an solchen Situationen. Sie waren Abwehrspieler gewesen, wahrscheinlich nehmen es daher, unter Druck zu stehen, ist Ihnen nicht ganz fremd, aber Sie stehen jetzt sicherlich als Mannschaft, als Team unter Druck, ne? Der Druck ist immer da, aber wie gesagt, man ist auch nach dem Spiel so ein bisschen enttäuscht. Vielleicht ist eine gewisse Leere bei dem einen oder anderen. Bei mir jetzt irgendwie nicht wirklich, weil man sieht ja dann auch, woran es lag. Man kann ja, also ich sehe jetzt keine Mannschaft, die dann auseinanderfällt oder die nicht möchte oder die nicht Gas gibt. Also, und wir wissen ja dann, woran es lag. Und deshalb ist bei mir eigentlich eher das, Aufgeben ist keine Lösung und wir geben Gas und wir arbeiten im Detail und wir müssen das Momentum wieder auf unsere Seite bringen. Vielen Dank. Welche Hebel kann man konkret jetzt die Woche ansetzen? Oder am besten einfach so weitermachen? Nein, weitermachen in der Hinsicht, dass wir jedes Spiel ganz klar analysieren, sachlich analysieren, im Detail sind und versuchen wirklich auch, das haben wir aber jetzt die ganze Zeit schon gemacht, mit der Mannschaft zu sprechen und die einfache Fehler abstellen und wirklich auch versuchen, konsequenter zu verteidigen. Es ist schwierig, weil die anderen haben ja nur 2 Torschüsse und machen 2 Tore. Also es ist ja wirklich so, also die Daten sprechen ja auch für uns, aber das darf dann trotzdem nicht so sein, dass wir so einfache Gegentore kriegen. Selbst die Restverteidigung war gestern relativ okay, was wir jetzt so gesehen haben. Wir sind eigentlich genug Mann dann da und dann geht es darum, den Zweikampf dann im 1 gegen 1 dann zu löschen am Ende oder so. Ja, also letztendlich das individuelle Defensivverhalten. Und das kann man natürlich auch diese Woche mit einbauen im Training. Also schon so ein einzelner Zweikampf, der verloren wird, der wahrscheinlich dann fatal schon ist. Ja, klar. Das ist dann immer so eine Kettenreaktion auch. Aber am Ende kann es immer der Einzelne dann trotzdem auch noch lösen, indem er sich dann da richtig verhält. Was macht Ihnen Mut für die kommenden Wochen? Ja, eigentlich viele Sachen eigentlich aus den ersten 3 Spielen. Wie gesagt, ich fasse das ja zusammen. Jede Mannschaft ist da auch ein bisschen anders. Man kann jetzt auch gestern, wenn man die Analyse betreibt, also wir sprechen nicht über alles, aber ich denke, dass wir die Kontrolle eigentlich in allen 3 Spielen hatten. Deshalb rede ich jetzt auch von den 3 Spielen. Was Mut macht, ist einfach, wir haben die Kontrolle. Jede Mannschaft ist anders. Dass wir gegen Union jetzt zig Chancen haben, das ist auch klar. Also Stuttgart hatten wir kontrolliert viele Chancen, das Spiel müssen wir eigentlich gewinnen.
Und gestern war es so, du hast die Kontrolle und natürlich sagt jeder dann, ja, aber ihr habt kaum Chancen. Ja, gegen so eine Mannschaft kriegt man auch nicht viele Chancen. Da muss man die Kontrolle behalten und dann irgendwann mal das Tor machen, die müde spielen und nicht so viele Fehler machen, vielleicht den Ball zu oft in die rote Zone, wo sie stark sind. Das haben wir angesprochen. Dann ist die Mannschaft vielleicht zu ungeduldig und verliert den Kopf. Das ist aber dann auch aufgrund der jungen Spieler, die wir dann drin haben, die vielleicht auch wirklich dann ungeduldig werden. Und da müssen sie dann einfach weiter am Plan bleiben. Und ja, das kommunizieren wir mit den Spielern und das macht auch Mut natürlich. Weil, wie gesagt, ich sehe jetzt keine Mannschaft. Also wenn ich jetzt hier stehen würde und sagen würde, oh, die Mannschaft, die bricht auseinander, da ist alles vogelwild. Also so ist es nicht. Ja. Wie tickt das Trainerteam Tedesco, Hinke und Wanschke in Krisensituationen? Ich meine, die Rückrunde war ja geprägt von Erfolgen, jetzt ist so die erste kleine Krise da. Noch mehr Arbeit oder ist das kaum möglich? Nee, also das ist ja das, also wir sind da relativ, wir sind in unsere, also wir glauben an das, was wir machen natürlich auch, müssen wir ja auch, aber wir arbeiten auch im Detail und arbeiten ja auch viel, also wir können jetzt sagen, okay, lass uns mal weniger machen, werden wir jetzt nicht machen, nee, wir werden weiter da kontinuierlich arbeiten und es kommt dann wieder zurück, also wir wollen, wie gesagt, das Momentum, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Spruch, weil man kann sich jedes Spiel anschauen. Da gibt es Situationen, wo man dann einfach sagt, jedes Spiel von den Spielen können wir auch gewinnen. Also das ist, ich denke, jedem auch klar. Also das war jetzt nicht so, dass wir jetzt ganz klar, wie gegen Liverpool, da sage ich mal, war wahrscheinlich schwierig, das Spiel zu gewinnen. Aber jedes Spiel von den Spielen kann wirklich in unsere Richtung gehen. Ja, wir brauchen jetzt nicht die einzelnen Situationen aufzählen, aber das ist so. Und deshalb müssen wir da wirklich das wieder erzwingen. Vielleicht ist es das, ja. Einfach wieder den Hebel auf oder das Ruder rumreißen und in unsere Richtung bringen. Vielleicht auch mit einer Viererkette, defensiv. Ja, das muss man ja immer schauen. Also das muss man ja immer schauen, prinzipiell, wer steht uns zur Verfügung, auch gerade hinten. Ja, aber das werden wir dann diese Woche jetzt von Gegner zu Gegner ausschauen. Also wir haben ja schon Varianten jetzt auch drin, dass wir immer auch wieder switchen. Das sieht man auch im Pressing. Also unser Pressing funktioniert gut, weil wir auch da variabel im Spiel sind und dann auch von hinten durchschieben. Wie wir das dann machen, das ist unterschiedlich von Gegner zu Gegner. Aber das hat eigentlich jetzt immer gut funktioniert. Also ich meine, man kann sich ja immer auch vor Augen halten, jetzt ist es ein anderes Spiel, aber Stuttgart zum Beispiel letztes Jahr war ein anderes Spiel wie dieses Jahr. Letztes Jahr gewinnen wir 2-0, weil der Piet überragend hält. Da hatten wir das Momentum auf unserer Seite. Dieses Jahr waren wir ganz klar besser und spielen 1-1. Also das muss man einfach, wenn man das sieht, ihr wart alle dabei wahrscheinlich, da war das Spiel damals nicht so gut wie jetzt. Aber das Ergebnis war halt nicht so gut. Also dieses Jahr wie damals. Und von daher, wie gesagt, muss man das immer wieder auch in Relation oder bringen und faktisch analysieren. Aber Fußball ist ja ein Ergebnissport. Wenn jetzt noch 1, 2 Niederlagen kommen, dann wird es ungemütlich. Oder ist es jetzt schon ungemütlich? Ja, das ist in der Branche so. Was soll ich sagen? Also wir arbeiten. Also es ist wirklich keine Floskel oder irgendwas, wenn du in der Branche dich beschäftigst oder drin bist. Ich kenne es von aus jungen Jahren schon als Profi, da ist immer Druck auf dem Kessel. Und ich war bei Mannschaften, da war immer auch die Zielsetzung sehr hoch. Damals beim VfB war sie selbst hoch, ja, die ist jetzt ein bisschen gesunken jetzt, aber zu der damaligen Zeit. In Sevilla war sie hoch, bei Celtic Glasgow war sie hoch. Also der Druck ist immer ständiger Begleiter in der Branche. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wir machen unsere Arbeit und ich kann mich nicht ständig mit dem Druck beschäftigen und sagen, was ist jetzt und wie auch immer. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollten gestern gewinnen, es hat nicht funktioniert und wir machen trotzdem weiter. Ganz normal. Sprechen Sie dann vielleicht mit dieser Erfahrung auch mit ein paar Spielern, wo Sie vielleicht sehen, der Druck macht ihnen zu schaffen oder jetzt muss man vielleicht den Kopf freikriegen oder so? Ja, sicherlich. Ganz klar. Was sagt man da so? Denk nicht an Druck, lass ihn außen vor, konzentrieren. Denk nicht an Druck. Nee, wir versuchen sie zu stützen einfach, ihnen zu helfen. Eigentlich vielleicht nicht zu viel nachzudenken. Ja, sie haben alle Qualitäten und das ist aber es ist eine Geschichte, die kommt vor und da wollen wir auf jeden Fall nicht weiter reingehen natürlich. Also in den Strudel quasi. Das ist im Erfolgsfall so, da läuft alles einfach von der Hand. Und im negativen Fall ist es so, dass man sich rausbeißen muss, rauskämpfen muss und wirklich, es ist schwierig manchmal zu erklären, weil es ist ja Jahr für Jahr so, dass dann Mannschaften irgendwie in so einen Negativstrudel kommen. Also, aber da wollen wir so schnell wie möglich wieder raus und das Ruder umreißen. Mit Blick auf kommenden Samstag, VfL Wolfsburg ähnlich schwach gestartet. Wie schätzen Sie die generell auch ein? Waren vielleicht auch überrascht, wie die gestartet sind?
Nee, jetzt überrascht. Ich habe mich noch nicht. Wir haben jetzt ja nicht im Detail uns mit dem Gegner beschäftigt. Also das werden wir jetzt dann machen, Anfang kommender Woche. Von daher, es ist Wolfsburg, das ist eine gute Mannschaft, wie jede Mannschaft. Also in der Bundesliga kann man gegen keinen Gegner irgendwie sagen, ja, wir fahren da mal hin oder wir spielen zu Hause und schießen sie ab oder so. Ja, von daher wird es wieder eine Herausforderung sein. Man muss immer ans Limit gehen, ans Maximum. Und das ist in unserer Lage vielleicht mehr denn je so, sage ich mal. Also das sind so die Grundtugenden, die man auf den Platz legen muss, einfach unabhängig von unserer individuellen Qualität, gilt es, das auf den Platz zu bringen. Das ist einfach Fakt jetzt gerade, die Basics.